Ihr dürft euch ruhig damit trösten, ich bleibe nicht immer hier. Sehr bald soll es weitergehen, aber gegenwärtig, also dieser Abend, wir hatten damit erst nicht gerechnet, aber weil wir noch etwas hier bleiben, machen wir jetzt Fortsetzung, aber zwar nicht mit den Botschaften, wie ich sie erst gebracht habe, sondern ein neuer Abschnitt und ich hoffe ein kürzerer Abschnitt, den wir heute Abend betrachten. Ich möchte einen Unterschied machen hier, einen sehr wichtigen Unterschied. Ich habe mit dem Apostel Paulus, oder habe euch, wir haben den Teil gelesen aus 2. Korinther, 1. Korinther 8, 9, wo wir über Evangelisation sprachen. Da sprach ich über das Evangelisationsziel des Apostels Paulus. In dem Worte, das wir zusammenfasst, in dem einen Wort gewinne. Und dann oder in dem einen Verse, da fügt er hinzu, dass er viele gewinnen will. Also das war sein Ziel in der Evangelisation. Aber Evangelisation erschöpft nicht Mission. Mission ist breiter als Evangelisation. Wenn das Ziel der Evangelisation ist, Leute zu gewinnen für den Herrn, dann gibt uns der Herr selber das Ziel der Mission an in Matthäus Kapitel 28. Wenn ihr nun die Bibel habt, das Neue Testament habt, dann wollen wir hineinschauen in Matthäus Kapitel 28 und dort von Vers 16 bis durch 20. Also die letzten Verse dieses Kapitels. Da haben wir den Herrn Jesus nach seiner Auferstehung, begegnet er seine Jünger in Galiläa. Ich glaube, dass Paulus bezieht sich auf diese Begegnung hier, wenn er in Kapitel 15 im 1. Korinther sagt, dass er erschien 500 Brüdern. Oder mehr als 500 Brüdern. Ich glaube, das ist diese Begegnung. Soweit wie ich weiß, von den Evangelien war dies die einzige Begegnung Jesu Christi mit seinen Jüngern, wo er sie vorher dazu bestimmt und bestellt hatte. Und jedenfalls waren aus dem Grunde hier viele Brüder zusammengekommen. Sie wussten, der Auferstandene erscheint den Jüngern dort und dort, dann und dann. Dann kamen sie zusammen. Dann haben wir hier, was wir gewöhnlich nennen, den großen Missionsbefehl. Wir lesen von Vers 16. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf einen Berg, dahin Jesus sie beschieden hatte. Und da sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder, etliche aber zweifelten. Und Jesus trat zu ihnen, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich will nun nicht den ganzen Teil auslegen, das würde zu weit führen. Aber wenn wir hier lesen in Vers 19, darum geht hin und lehret alle Völker, dann wisst ihr vielleicht, und manche von euch haben die neuere Übersetzung oder Elberfelder Übersetzung, anstatt diese Worte lehret alle Völker, heißt es dort, machet zu Jüngern. Machet zu Jüngern. Das ist das einzige Tätigkeitswort hier, das ist ein Wort im Griechischen,
Wir können das gar nicht übersetzen ins Deutsche mit einem Wort. Aus dem Grunde brauchen wir hier 3 Wörter, um das eine griechische Wort wiederzugeben. Dort wollten wir es eigentlich übertragen wörtlich. Dann würden wir so sagen: Also mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und jüngert alle Nationen. Ja, sagen wir, so ein deutsches Wort gibt es gar nicht. Jüngert. Aber das wäre das Wort. Und in diesem Verse ist es das einzige Tätigkeitswort, das in der Befehlsform steht. Also, ja, es ist wahr, das Wort geht hin und taufet sie und lehret sie, die kommen alle da hinein. Aber das sind alles Wörter, die von dem einen Wort dort nach dem Griechischen bestimmt werden. Die nehmen alle die Befehlsform an, weil sie sich auf dieses eine Tätigkeitswort beziehen. Aber sie selber sind nicht in der Befehlsform geschrieben. Also der Befehl hier ist einfach: Machet zu Jüngern alle Völker. Das ist das umfassende, das umschließende Missionsziel. Also, wir müssen uns dieses immer wieder sagen. Ja, es gibt Männer und Frauen, die hat der Herr in ganz besonderer Weise befähigt in der Evangelisation und Menschen zur Entscheidung zu führen, dass sie den Herrn und Heiland als Heiland annehmen. Aber das ist nicht das volle Missionsziel. Das Missionsziel ist breiter als das. Nun könnte man sagen hier, das meint nun natürlich wenigstens 4 Dinge mehr. Das Machet zu Jüngern schließt voraus, dass wir das Wort verkündigen. Also fängt es alles mit der Verkündigung an. Verkündigt das Evangelium unseres Herrn, wie Markus sagt, und wie ganz genau Lukas ebenfalls sagt. Auf 2 andere Worte braucht. Aber in Markus, da ist es Befehlsform in dem Sinne, wenn er sagt: Darum geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Das ist immer Nummer 1. Wir können keine Jünger machen, ohne erst das Wort verkündigen. Aber das Zweite dann ist, dass sie sich bekehren. Dass Leute bekehren. Wir können keinen Jünger machen von einer Person, die nicht bekehrt ist. Das versuchen ja die meisten Leute heute zu tun. Da kommt man in die großen Kirchen hinein, die römisch-katholische Kirche. Die wollen die Leute auch zu Jüngern machen. Und es wird nichts. Das ist ganz genauso, als wenn ich Ziegen habe und will sie in einer Schafweise belehren. Die werden nicht zu Schafen werden. Ich kann ihnen gerade das Futter geben, das ich den Schafen gebe. Und sie anreden wie Schafe. Das hilft nichts. Die bleiben Ziegen. Und so ganz genau, so geht es mit den Menschen. Ich bin nun Jahre in Deutschland gewesen. Ich habe mich immer unwohl gefühlt. Wenn ich in eine Versammlung hineinkomme und ich weiß, die meisten Leute sind unbekehrt. Der Pfarrer spricht zu ihnen aber immer, weil sie getauft sind, als ob sie alle Christen sind. Und versucht sie darin weiterzuführen. Und es wird nichts. Es wird nichts. Und dann weiß er nicht gut, was er dann mit seiner ganzen Herde tun soll. Er hat überhaupt keine Herde. Das ist das Problem. Und so geht es mit einer Gemeinde oder einer Kirche nach der anderen. Man versucht, unbekehrte Menschen zu Jüngern zu machen. Es gibt nichts. Nein, Verkündigung ist Nummer 1. Bekehrung ist Nummer 2.
Aber der Herr macht hier Fortsetzung, er sagt dann, und da kommt Taufen. Nun will ich mich gar nicht über die Form der Taufe zanken mit Leuten. Ich überlasse das den Leuten, dem Gewissen der Leute. Oder noch die Zeit der Taufe. Ich weiß wohl, da ich habe selber zugesehen in Deutschland, die Leute sind aufrichtig und alles mit der Kindertaufe. Ich zanke mich mit keinem darüber. Aber ich weiß eines, die Taufe hat Bedeutung für den Menschen nur erst, wenn der Mensch bekehrt ist. Das ist die biblische Ordnung. Und da kann man sagen, was man will, da kann man rationalisieren, wie man will, das ändert die Tatsachen nicht. Also hier, die Taufe gehört dazu. Ich betone das heute aus dem Grunde, weil wir heute viele Leute in Wirklichkeit, in Indien zum Beispiel, wird dieses ganz in Frage gestellt. Die sagen ganz einfach, die Taufe ist etwas kulturell Bestimmtes. Und sie glauben wirklich, dass die Taufe nicht mehr notwendig ist. Also die Taufe war von Bedeutung in besonderer Weise zur Zeit Johannes des Täufers, zur Zeit Jesu Christi und der Apostel. Aber seitdem hat sie ihre wirkliche Bedeutung verloren. Nun, zum Teil verstehe ich sie. Die Taufe damals zur Zeit Jesu Christi hatte eine ganz besondere Bedeutung für die Leute, besonders für die Juden. Ich denke da an eine Erfahrung von einem meiner sehr lieben Freunde. Er war ein Jude. Nun, er war ein Rechtsanwalt, und als ein Rechtsanwalt diente er in Washington. Er war ein sehr tüchtiger Mann, kam aus einer reichen Familie. Sein Vater war mehr schon in den 40er Jahren, mehr als ein Millionär. Und das war damals doch etwas ganz Besonderes. Sein ältester Bruder war ein Arzt, er war ein Rechtsanwalt, sein nächster Bruder war Rechtsanwalt, das war die Familie. Also das war Jack Berman, das war sein Name. Er arbeitete dort als Rechtsanwalt mit einem Senator. Und seine Sekretärin war eine Frau beim Namen Anna. Sie war eine Protestantin. Da sagt sein Vater zu Jack, pass auf einmal wird da sich etwas knüpfen zwischen euch beiden und da wirst du eine Protestantin heiraten. Und der Vater hatte richtig geraten. Nun war das eine gute Ding, Anne war ziemlich dunkel, alles was ihr fehlte, war so ein bisschen eine krumme Nase, da wäre es eine Jüdin gewesen, so wie der Jude dann ist. Jack und Anne wurden verlobt. Da sagt der Vater, Jack, pass auf, das geht schon einen anderen Weg. Gut? Ja, Jack sagt, braucht keiner zu fürchten, Anne geht überhaupt nicht zur Kirche. Sie ist konfirmiert worden als ein Mädchen von 13 Jahren. Jetzt ist sie schon etwa 25. Sie ist seitdem noch nie mehr wieder in der Kirche gewesen. Keine Gefahr. Sie ist keine Protestantin. Sie ist keine Christin. Na gut, die Eltern wurden ruhig. Und eines Abends, nach der Hochzeit, da gehen sie so die Straße entlang in New York. Und auf einmal hören sie Musik. Und siehe da, bleiben stehen, horchen. Wollen mal hineingehen, sehen, was da ist. Gehen hinein, setzen sich ganz hinten hin und da ist eine gewaltige Predigt. Und Jack sagt, ich kann es bis heute noch nicht erklären. Ich saß dort und sagte zu mir, heute Abend bekehre ich mich. Ich schaute nicht nach Anne, gar nicht. Was wird sie sagen? No. Ich sagte, ich vergaß das. Er steht auf und sie steht auch auf. Und hat ihm später ganz genau dasselbe gesagt. Ich bekehre mich heute, ob Jack was sagt oder nicht. So kamen sie beide zur Erkenntnis der Wahrheit dort. Natürlich, als die Eltern das hörten, dann ging's.
Da sagt der Vater, reicher Kerl, wie ich sagte, Jack, noch ein Schritt und du bist nicht mehr unser Kind. Noch ein Schritt. Und er meinte damit die Taufe. Warum? In der Taufe, im Judentum, meint er es, ich sterbe nun. Ich sterbe. Alle Juden, die besprengten nicht, die tauchten unter. Ich sterbe nun. Und stehe auf und bin ein neuer Mensch. Das ist symbolisch dargestellt. Jack und Anne jedoch fanden nicht Ruhe. Und eines Tages meldeten sie den Eltern, dass sie würden sich an dem und dem Tage taufen lassen, luden die Eltern ein. Die Eltern kamen nicht. Etwas anderes geschah. An demselbigen Tage, wo Jack und Anne getauft wurde, war in Hartford, nicht weit von wo wir wohnten, war die große Synagoge. Da war ein Begräbnis. Ja, da war das Begräbnis. In dem Begräbnis, oder in dem Sarge, war ein großes, wunderschön gefärbtes Bild. Jacks Bild. Nein, er wurde nicht hineingetragen in die Synagoge, was man sonst doch nicht tut bei den Juden. Aber vor der Tür wurde die ganze Abstattung fand statt und er wurde auf dem jüdischen Friedhof begraben. Aber wo? An einer Ecke, da werdet ihr finden, da sind die Gräber von Leuten, die das Judentum verlassen haben. Da findet ihr Jack Bermans Grab. Ganz klein der Name angezeichnet, Jack Berman. Gestorben an dem und dem Tage. Er war tot. Also mit dem einen Schritt verlor er alles. Eltern sagten sich ganz einfach, keine Verbindungen mehr zwischen dir und uns. Keine Verbindungen. Du gehörst nun nicht mehr zu uns, nicht mehr zum Judentum, du bist tot für uns. Du lebst nun, wann du lebst für ein anderes Volk, für eine andere Sache, für uns bist du tot. Und im Testament des Vaters ist Jacks Name nicht mehr genannt. Damit verlor er wenigstens, zu der Zeit, wenigstens 1/3 einer Million Geldes. Das war der Preis, den er zahlte. Nein, Gott sei Dank, der Vater starb, ehe die Mutter starb. Und der älteste Bruder, der überzeugte die Mutter und sie machte das ein neues Testament. Und Jack wurde zurückgebracht. Und er durfte wieder als Sohn anerkannt werden. Aber ich sage nur, das war für den Juden die Taufe. Nun sagt man mir aber, das war jüdisch. Und nun hat der Apostel Paulus und die anderen, die haben das vom Judentum ins Christentum hinübergenommen. Aber wir eigentlich brauchen das gar nicht. Was sollen wir mit dem Überbleibsel vom Judentum? Und dies ist heute in Indien, wie auch in China und in Japan, besonders in Asien, eine wirkliche Diskussion. Ich kann nicht anders als glauben, dass der Herr Jesus von den Leuten, die sich wirklich Christen nennen, erwartet, dass sie getauft werden. Ich sage nun gar nicht, sage wiederum, ich zanke mich nicht mit der Form. All diese Jahre, wo ich in Deutschland gearbeitet habe, wir sind nie in die Diskussionen darüber gekommen, auch nicht mal über die Zeit. Aber ich sage für dieses ein Ding. Ich glaube, ein Christ sollte getauft werden. Das hat nichts zu tun mit der Ewigkeit, mit der Seligkeit. Nein, das ist nicht das. Aber es hat zu tun mit Jüngerschaft.
Es ist das äußere Zeichen Nummer 1, dass ich nicht nur ein Gläubiger bin, sondern das ist der erste Schritt in die Jüngerschaft hinein. Das ist die Sache. Zu der gleichen Zeit ist es eine Einbindung in eine Gemeinschaft. Eine Einbindung. Also, Verkündigung, Bekehrung und Eingliederung durch die Taufe in eine christliche Gemeinschaft. Das ist hier. Dann geht er aber weiter und sagt, und lehret sie. Dann kommt das systematische Lehren. Systematische Lehren. Nun bin ich ganz dabei, was man für viele Jahrhunderte schon getan hat, dass man einen Katechismus hat und unterrichtet. Ich glaube, der Katechismus, oder die Katechismen, wie man sie hat, haben viel, viel Gutes getan. Meine Gemeinschaft hat sie nicht. Aber ich glaube noch bis heute, dass es ein Fehler war, als dass sie hatten ihn erst und dann, als sie sich reorganisierten, dann haben sie es abgeschafft. Ich glaube, es war ein großer Fehler. Ich glaube, es ist sehr guter Unterricht. Nur will ich glauben, die Art und Weise, wie wir den Unterricht haben, mit Fragen und Antworten, hilft der dritten Welt sehr wenig. Es sei denn, wir werden jede Frage mit einer biblischen Geschichte beantworten. Dann wird es was helfen. Die Geschichte, die können Sie behalten. Aber so wie wir sie es haben, die lernen das in 5 Minuten, haben die eine Seite auswendig gelernt. Das ist ja ganz rot. Ich meine, das Lernen, hier römisch-katholisch und asiatisch, die lernen alles auswendig. Das ist für sie keine Kunst. Aber es bleibt nicht einmal im Kopf stecken. Es geht nie runter ins Herz. Das hilft ihnen sehr wenig. Aus dem Grunde, sage ich wiederum, was ich gesagt habe, aus dem Grunde ist es auch sehr wenig Nutzen, wenn wir ihnen zum Beispiel so eine Habecks Glaubenslehre unterrichten. Sehr wenig Nutzen. Ich will nicht sagen, kein Nutzen. Aber wir müssen lehren in einer anderen Weise. Jedoch lehren müssen wir. Also nun sind das die Sachen, die hier Machet zu Jünger. Ich glaube, dass Billy Graham ganz richtig war, wenn er bei einer Gelegenheit mal sagte, es nimmt 10%, einen Menschen zu bekehren. Es nimmt 90%, einen bekehrten Menschen zu einem Christen zu machen. Bis die wirklich hineingestaltet werden und wirklich hineingeleitet werden, dorthin, wo sie hin sollen kommen. Das meint in die wirkliche Jüngerschaft führen. Das ist keine Kleinigkeit. Wir sprachen dort heute in Chamada in der Schule. Ich stimme dem bei, was Sie sagten. Mir gefallen die Abendbibelschulen hier auch nicht. Sage ich ganz frei. Es ist aber hier, ich denke, eine Akkulturierung und vielleicht unter gewissen Umständen das Beste, was man tun kann. Nach der anderen Seite hin weiß ich auch dieses. Es sei denn, dass eine Person geistlich gesonnen ist. Man kann ihn schon sozusagen hineinquetschen für 3-4 Jahre in eine gewisse Form, dort in einer Bibelschule, und sie scheinbar passen da ziemlich gut hinein. Aber später, wenn sie erst im Freien sind, da schlagen sie über umso mehr nach der anderen Seite. Das geschieht mit Hunderten und Hunderten von Bibelschülern. Also es ist gesetzlich gewesen, dass die ganze Sache, so sind sie da hineingekommen und sie wollten die Bibelschule haben und sie wollten da durchgehen, sie haben sich hineingeschickt. Aber mit dem Abschluss, dann geht es auch über alle Grenzen weiter, sehr bald. Also nun ist doch die Frage, ja, ich sage, doch, ich finde es sehr schwer, Leute nur Abendschule zu haben und da sind sie wieder weg. Wie machen wir es, dass wir Leute wirklich hineingestalten in Jüngerschaft?
Das ist die große Frage. Ich dachte erst, wir hatten noch diesen Tageslichtschreiber, aber wir haben den nicht hier. Ich habe für mich so etwas aufgestellt hier. Also sieben Prinzipien, Jünger zu machen. Was soll man betonen, um Jünger zu machen? Ich habe für mich die Sache versucht, schematisch darzustellen. Ich weiß, ihr könnt das nicht sehen von dort, aber ich habe es so gemacht. Mal sehen, ob ich hier was schreiben kann. Kann man sagen, hier, ich mache hier eine Linie von oben runter. Na, stellen wir hier mal die Jünger. Nachher. Was sind nun die Prinzipien, die ich befolgen muss? Ich habe hier als Nummer 1, Bekehrung. Bekehrung, das ist grundlegend, ich habe das schon betont. Das ist für mich immer grundlegend, dass Leute sich wirklich bekehren, dass sie wirklich ihren verlorenen Zustand erkennen und sich zu Jesus Christus kehren. Dann weiß ich wohl, wie ich letztes Mal schon sagte, dass das nicht bei allen gleich geschieht. Bei einigen ist es eine allmähliche Sache und ich euch sagte, ich konnte euch nicht sagen, wann meine Bekehrung wirklich stattfand. Ich weiß, wann ich erweckt wurde. Das war in Mexiko dort. Und wie ich dann anfing, darüber nachzudenken und schließlich in der Bibel zu lesen und so weiter und so weiter. Und dann überdem kam ich nach Kanada und machte dort Fortsetzung. Ja, ich war inzwischen in einer Versammlung. Und da war eine Erweckungsversammlung. Da wurde aufgerufen, mich zu bekehren. Ich muss sagen, ich wusste gar nicht, was das alles bedeutet. Ich war 5 Jahre nicht in Versammlungen gewesen. Ja, ich sprach mich an. Aber das wäre etwas neu in der ganzen Gemeinschaft. Ich blieb ganz ruhig. Ich wollte nicht sagen ruhig, aber ich blieb fest. Und ich las weiter meine Bibel, las weiter und weiter. Ich weiß, wann ich zur Heilsgewissheit kam. Aber wo von meiner Erweckung dort bis hier, wo ich endlich zur Heilsgewissheit kam, wo meine Bekehrung liegt, das kann ich euch nicht sagen. Aber eigentlich weiß ich bin bekehrt. Ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Ich weiß, ich bin von Neuem geboren worden und ich gehöre zur Familie Gottes. Keine Frage. Nun finde ich viele Leute so. Viele Leute, der weiß. Naja, ich weiß, pietistisch ist das nicht ganz, aber seitdem ich bin mir nicht sicher, ob die Pietisten absolut in allen Bibeln sind. Und so, dass ich ganz ruhig darüber bin, ich weiß, ich bin bekehrt. Ich stand aber, nachdem ich bekehrt war, seht mal, meine Eltern, mein Hintergrund ist auch nicht mehr mit den Brüdergemeinde, wo ich hingehöre. Meine Eltern kommen aus einer anderen Richtung. Und meine Frage war nun, Taufe. Ich bin nicht gleich zur Taufe. In Wirklichkeit, ich wartete Monate und dann noch einmal, ging ich zur Bibelschule. Ich wollte doch mal wissen, was bedeutet alles. Und in der Bibelschule studierte ich ein ganzes Jahr. Und dann kam ich aus der Bibelschule raus und habe noch einmal durch den ganzen Sommer meine Bibel studiert und gesucht und fand mich schließlich durch zur Taufe. Also kam das zweite hier, Nummer 2 für mich, war die Taufe. Also das ist meine Schuld. Ich hatte dieses Bibelschule auch was drauf. Taufe. Das kam für mich dort.
Ich glaube, das gehört, wie ich schon sagte, der erste öffentliche Übertritt in die Jüngerschaft Jesu Christi. Das war für mich ein sehr entscheidender Schritt. Das muss ich wirklich bekennen. Denn wie ich schon sagte, meine Eltern kamen nicht aus der Bewegung. Die waren aus ganz anderen. Ich weiß, habe ich keine Frage. Mein Vater war bekehrt. Er wurde umgebracht. Mord in unserem Hause. Aber dieser Bewegung. Und aus dem Grunde stand das einmal. Für mich stand auch etwas längere Zeit. Das war ganz weit. Dieser Bewegung. Und aus dem Grunde stand das einmal. Für mich stand auch etwas längere Zeit. Das war ganz weit. Die Form der Taufenphase. Soll ich getauft werden? Nun, ich bekenne gegenwärtig, lege ich nicht zu viel Gewicht auf die Form der Taufe, sondern auf die Bedeutung der Taufe. Denn ich habe Leute gesehen, die wurden ganz anders getauft als ich. Ich habe einen sehr guten Freund, einen Bruder Epp, der kommt aus einer anderen Liste. Der ist vielleicht einer von meinen zwei Freunden. Besten Freunde, die ich habe, ist ja einer. Kommt aber aus einer Richtung, die tauften im Flusse an. Der Täufling kniete nieder. Im Flusse. Und dann wurde er dreimal nach vorne untergetaucht. Sie nahmen das nach Römer Kapitel 6. Getauft in den Tod Jesu Christi. Und dann haben sie diese Sache und sagten, der Herr Jesus in seinem Tode neigte sein Haupt und verfiel. Und so taufen sie. Taufen sie erschien nach vorne im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich habe mit dem Mann 4 Jahre zusammengearbeitet. Wir haben uns deswegen nie irgendwie etwas vollkommen. Und das sind für mich andere Fragen. Ich sah mich noch auf einer Stelle, die viel gehört hatte. Ja, da waren, ich denke, 6 junge Personen. Die hatten mir Zeugnis gegeben vor dem Gemeinderat, dass sie alle gläubig seien. Dann sollten sie getauft werden. Ich hatte sowas noch nie vorher gesehen. Dann standen alle Personen vor der ganzen Gemeinde. Da sagte der Mann, der sie taufte, der Älteste, sagte, wir haben diese jungen Leute gefunden. Und sie haben alle getan, gläubig an den Herrn Jesus zu sein. Nun stehen sie so vor euch, um ein Gelübde abzulegen. Gelübde. Und in ein Bündnis mit Gott einzutreten. Und da stellte er diesen jungen Leuten die Frage, das ist jung, mein Mann, 18, 20 ungefähr, sagt er, ich stelle euch nun vor eine Entscheidungsfrage. Ihr seid alle Leute. Ihr wollt nun getauft werden. Mit dem Schritt macht ihr mit Gott ein öffentliches Bündnis, sein Jünger zu werden, zu sein. Das spricht er. Da stellt er eine Person die Frage, ja. Zweite, ja. Jeden Person verspricht er das. Verspricht er das. Ja. Und dann sagt er ganz frei, dann steht euch nieder. Das war in der Kirche. Steht sich alle nieder. Und da war Vorkehrungen getroffen, die beschränken nicht nur Leute, die bekosten sich. Denn der Kirche, er belassen sie einfach. Sagt er immer, auf euer Gelübde hin, dass ihr wollt wahre Jünger Jesu Christi werden, taufe ich euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und Gott hat gesagt, die Vater. Dann die nicht, und so weiter. Ich bekenne, es ist mir gefühlt als Vater. Ich weiß nicht, ob das bewiesen, als was es mir so gefühlt, aber dieses Versprechen, hier mache ich öffentlich einen Bund mit Gott. Ich gehöre nicht mehr dorthin, ich gehöre hier. Ich bin nur, trete ich über, ganz bestimmt und bewusst
in deine Ehekraft. Also ich glaube, das ist der biblische Bedeutung hier. Aber dann kommt Belehrung. Dann kommt Belehrung. Belehrung. Belehrung kann was? Worin? Das sind viele Jahre zurück. In Wirklichkeit, das war im Jahr 1954, als ich das erste Mal in Deutschland war für Evangelisation. Ich reiste damals 15 Wochen in Deutschland in Evangelisation. Kamen manche Kreise dieser Bibelkreise oder Gemeinschaftskreise und habe dort dann gearbeitet in Evangelisation und in Bibellehre. Ich fand jetzt als ob etwas fehlte. Und ich fand sehr bald, dass manche der Personen in Deutschland nicht Heilsgewissheit hatten. Großer Mangel an Heilsgewissheit. Und wenn man nicht Heilsgewissheit hat man nicht Heilsfreude. Hat man keine Heilskraft, kein Heilsfreude. Hängt alles davon ab, ob man wirklich klar sich weiß in deinem Heil. Da habe ich mir ein Schema ausgearbeitet. Wiederum sage ich, hätte ich hier, dann würde ich das Hinweis zeigen wollen. Ich habe hier, was ist das? 8 Punkte ausgearbeitet. Diese 8 Punkte habe ich viel dort in Bibelstunden mit den Leuten betrachtet. Und ich kann wirklich sagen, es ist, ich kann sagen, es ist Hunderten zum Reden gewesen. Ganz einfaches Schema hier. Da fange ich an mit der Heilstatsache. Das ist Nummer 1, Heilstatsache. Bei Heilstatsache hatte ich keine Schwierigkeiten. Heilstatsache meint ganz einfach klarzulegen, dass Jesus Christus in diese Welt kam und dass er sein Blut und Leben dorthin gab zur Erlösung der Menschheit. Diese Tatsache. Kein Problem. In Wirklichkeit damals habe ich viele Pfarrer besucht. Das Pfarrer waren ziemlich offen. Ich glaube, damals hatte ich, kann ich ruhig sagen, weit mehr als die Hälfte der Pfarrer. Die standen ganz klar in den Heilstatsachen. Dann aber kamen wir auf das Zweite, und nun merkt ihr den Unterschied, von Heilstatsachen auf Heilswahrheiten. Das meint, was bedeutet dieses? Also, schlagt mal auf 1. Korinther Kapitel 15, der Unterschied dort. Da habt ihr den Unterschied, da könnt ihr das sehen. 1. Korinther 15, da sagt der Apostel Paulus so in den ersten 4 Versen. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, des Evangeliums, das ich euch verkündigt habe, welches ihr auch angenommen habt, in welchem ihr auch stehet, durch welches ihr auch selig werdet, welcher Gestalt ich es euch verkündigt habe, so ihr es behalten habt. Es wäre denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Nun kommt's. Denn ich habe euch zuvörderst gegeben, was ich empfangen habe, dass Christus gestorben ist oder sei. Das ist die Tatsache. Das ist die Tatsache. Nun kommt die Bedeutung für unsere Sünden. Das ist die Bedeutung. Kein Mensch kann den Tod Jesu Christi leugnen. Aber wie weiß ich, dass er für mich starb? Wie weiß ich das? Seht ihr mal, das ist ein Glaubensschritt. Keiner will sagen, ihr könnt nach Rom gehen und könnt dort in den alten Archiven nachsuchen und da werdet ihr geschichtlich sehen können, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde. Keine Frage, geschichtliche Frage.
Aber keines der Dokumente sagt für unsere Sünden. Und das ist die Bedeutung für uns. Seht mal, das ist der Unterschied zwischen Heilstatsache und Heilswahrheit. Heilswahrheit ist eine Offenbarung. Das ist nicht, was ich kalkuliere, was ich schlussfolgere. Das ist nicht das. Das ist klare Offenbarung Gottes. Und diese Offenbarung glaube ich nun. Und glaube, dass der Tod Jesu Christi die Bedeutung hatte, dass er für meine Sünden gestorben ist. Das ist die Wahrheit, die Bedeutung. Im Vers nächsten, dass er begraben sei. Gut, das ist nur die Tatsache genannt. Und dass er am dritten Tag, da auferstanden sei, am dritten Tage nach der Schrift. Das glaube ich wiederum. Nicht alle Menschen glauben das. In Wirklichkeit werden mehr als weit, bei weitem die meisten Leute, die stellen diese Fragen, dass er wirklich auferstanden ist. Was meint man heute, wenn man immer von dem nachösterlichen Glauben spricht? Man meint ganz einfach, dass die Jünger sich das geglaubt haben, dass er auferstanden ist. Aber wer nimmt es dann an als eine heilsbedeutende Wahrheit? Und Gott sei Dank, viele, viele Menschen haben. Ich denke an ein Interview zwischen einer Anzahl von Theologen und Karl Barth. Es war in Chicago, in Illinois, und wir horchten dieses zu und schauten es zu am Fernseher. Und als man manche so gefragt hat, da stellte man ihm die Frage, glauben Sie an die leibliche Auferstehung Jesu Christi? Da schaute Karl Barth den Mann ein bisschen so an und sagte, wie meinen Sie? Mein persönlicher Glaube? Dann würde ich sagen, ja, ich glaube an seine leibliche Auferstehung. Aber was hat das zu tun mit der Theologie? Also, es hat keine theologische Bedeutung. Was hat das damit zu tun? Hat es? Also hier, ich komme auf diese Heilswahrheiten. Aber dann komme ich zum schwereren Punkt. Und da stottert man und kommt nicht gut weiter. Und das ist die Heilserfahrung. Die Heilserfahrung. Kannst du mit Klarheit und Wahrheit sagen, nicht, dass ich da eine große Erfahrung habe gehabt, aber kannst du mit Klarheit und Wahrheit sagen, ich bin vom Tode zum Leben durchgedrungen. Ich bin ein Kind Gottes. Da hapert es. Ich sage wiederum, mit dem ersten, mit den Heilstatsachen, da habe ich wenig Probleme damals gehabt mit den Fahrern. Kam ich aber auf die Frage der Heilserfahrung, da fand ich nicht ein Viertel von denen, die Heilstatsachen glaubten, dass sie wirklich sagen konnten, ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin vom Tode zum Leben durchgedrungen. Heilswahrheiten oder Heilserfahrung. Sehen mal. Also so müssen wir die Leute belehren hier. Belehren hier. Nummer eins, das ist Nummer eins hier. Sie müssen sich klar sein über die Heilstatsache. Sie müssen sich klar sein über die Heilswahrheit. Sie müssen sich klar sein über die Heilserfahrung. Ob das nun eine besondere Erfahrung ist oder dies oder jenes, das ist nicht die Sache.
aber dass sie wissen, ich persönlich bin vom Tode zum Leben durchgedrungen. Aber dann haben wir zum Vierten. Da hapert es noch mehr. Und das ist Heilsgewissheit. Heilsgewissheit. Wo man ganz klar und bestimmt ist. Hier bin ich am Sterbebette einer lieben alten Mutter. Sie wusste, ich wusste, sie hat vielleicht noch 2, 3 Tage zu leben. Es war aber ganz klar, so. Nur ich sage, Mutter, wenn Sie sterben, dann kommen Sie doch in den Himmel, nicht wahr? Ich hoffe so, sagt sie. Ich hoffe so. Ich sage, Mutter, glauben Sie, dass Jesus Christus, Gottes Sohn, auf diese Welt kam und für die Sünden der Welt starb? Ja, sagt sie, das glaube ich. Und ihr Angesicht glänzte. Starb er auch für ihre Sünden? Ich hoffe so. Nun, ich erklärte es, ja, sagt sie, ja auch für meine Sünden. Na, ich sage, dann sind Sie doch ein Kind Gottes. Das kann man doch nicht wissen, sagt sie. Ich hoffe so. Und so ging ich einmal dorthin, ich ging den nächsten Tag wieder dorthin. Ich konnte die Mutter nicht überzeugen, dass sie ein Kind Gottes sei. Nun, ich denke an meine eigene Mutter. Meine Mutter war 62 Jahre alt, als ich persönlich sie konnte zur Gewissheit des Glaubens bringen. Wo auf einmal das Licht durchbrach und sie sagte, jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich, Jesus ist mein Heiland. Und da schaute sie mich ein bisschen traurig an. Sagte, ich wurde mit 17 Jahren bekehrt. Nun bin ich 62. 45 Jahre ist er mein Heiland gewesen und ich war mir nie sicher. Nie sicher. Ihr würdet staunen, wie viele Tausende und abermals Tausende von Jüngern Jesus oder von gläubigen Menschen nicht hindurchgedrungen sind zu dieser Gewissheit. Also, wie kann man erwarten, dass die Leute werden wirklich ein kraftvolles christliches Leben leben, wenn sie sich in diesem nicht klar sind? Aus dem Grunde müssen wir uns sehr daran gelegen lassen. Nein, es hilft jetzt nicht genug, wenn Sie sagen, gut, ich bin bekehrt hier. Ich habe eine Erfahrung gemacht, ich bin bekehrt. Hier bist du dir absolut klar und sicher. Also die Heilsgewissheit. Und dann kommt man mal vorstellen. Und das ist die Heilsfreude. Heilsfreude. Dass man sich wirklich seines Heiles freuen kann. Das kann ich aber nicht. Es sei denn, ich sehe hier die Größe des Heiles in Christus Jesus. Also, Schritt für Schritt die Leute nun zu belehren. Das meint zu Jüngern zu machen, dass sie wirklich in der Heilsfreude leben können und wirklich die Gnade Gottes widerstrahlen in ihrem Leben. Heilsfreude. Das nächste kommt dann, das Heilsleben. Das Heilsleben. Das meint ganz einfach, hier lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und das ist nicht so leicht. Was hat er uns alles befohlen? Was hat er uns alles verboten? Sind Jahre zurück. Ich unterrichtete an einer Universität. Und dann bat man mich, ob ich würde ein Fach unterrichten, das war Ethik. Nun, ich weiß ja, wie man das Ethik an der Universität unterrichtet.
das ist mehr philosophische Ethik und so weiter. Ich sagte zu dem akademischen Leiter, ich sage, gut, ich werde das übernehmen mit einer Bedingung. Ich werde 1/3 meiner Zeit hier, 1/3 der Zeit in Ethik, werde ich die philosophische Ethik unterrichten. 1/3 der Zeit werde ich nehmen, also man hatte 18 Wochen in einem Semester, 6 Wochen werde ich die philosophische Ethik unterrichten. 6 Wochen werde ich mehr die sozial-praktische Ethik nehmen. Und dann aber die nächsten 6 Wochen, oder 1/3, will ich neutestamentliche Ethik unterrichten. Nun sagt er, gut, wenn du dieses hier erfüllst, ja, 2/3, dann kann keiner sagen, dass wir nicht die Erfordernisse von einer Universität erfüllt haben. Dann geht's so. Dann habe ich unterrichtet. Ich bat aber meine Studenten, dass sie sollten mal durch das Neue Testament gehen, durchlesen und dann mal anmerken, alle Schriftstellen im Neuen Testament, wo irgendetwas geboten ist, das anzumerken. Und ebenfalls anzumerken, wo etwas verboten ist, das wir nicht tun sollten, dass wir das auch sollten anmerken. Nun, das konnte ich ja nicht fordern von allen in der Weise, aber ich rief sie auf. Versuch das mal. 2 der Personen, die waren bei uns im Quartier, vielleicht taten sie mir das aus zum Gefallen, ich weiß nicht, aber sie waren sonst 2 tüchtige Mädel, sie lasen nicht das ganze Neue Testament, aber sie fingen mit Matthäus an hier, Matthäus, und da gingen sie so durch die paulinischen Schriften. Wenn schon noch die hätten wenigstens Johannes oder Petrus und Jakobus noch gelesen. Wenigstens diesen Teil hatten sie gelesen. Und was denkt ihr von? Sie fanden nahe an 500 Einzelheiten im Neuen Testamente, die uns entweder geboten sind oder verboten sind. Wie viele wissen wir davon? Nun, ist das von solcher Bedeutung? Merken wir mal, das sind 2 Worte im Neuen Testamente in Beziehung zum Heiligen Geiste. Und das eine Wort ist, betrübet nicht den Heiligen Geist. Wann betrübe ich den Heiligen Geist? Hier. Ich sage hier, dies ist verboten. Jedes Mal, wenn ich etwas übertrete, nicht was ich weiß, sondern was das Neue Testament mir verbietet, ob ich das weiß oder nicht. Jedes Mal, wenn ich etwas übertrete, schwindet meine Freude. Wundert ihr euch, dass die meisten Christen, die Verbote nicht mal wissen, dass die Freude leer sind? Oh ja. Ist es wirklich so, dass der Heilige Geist das so genommen hat? Und weiter, das ist noch eines. Und das ist, dämpft nicht den Heiligen Geist. Wann dämpft ihn? Jedes Mal, wenn ich nicht tue, was mir geboten ist, dann dämpft ihn. Ja, was ist mir alles geboten? Und jedes Mal, wenn ich das nicht tue, was das Neue Testament mir gebietet, dämpfe ich und dann schwindet meine Kraft. Deswegen wird die kraftlos ist. Also, hier kommt es nun darauf an.
wie viel unterrichte ich nun diese Leute, dass sie wirklich ein christliches Leben führen. Und hier, tun, was die Bibel gebietet und nicht tun, was sie verbietet. Das ist das christliche Leben. So macht man Jünger. So macht man Jünger, die ein Leben Freude haben, aber nicht nur das. Ich nehme das nächste, und das ist gerade Punkt 7. 5 habe ich hier Heilsleben, war 6. Heilskraft ist Nummer 7. Seht mal, da kommt es nun. Heilsfreude, Heilsleben, Heilskraft. Und schließlich komme ich zum letzten, zum Punkt 9. Heilszweck. Wozu hat der liebe Gott mich bekehrt? Da habe ich hier noch ein Schema. Das kann ich hier nicht vorlegen. Ich war wiederum hier noch ein Schema. Da fange ich hier mit der Erwählung an. Der Erwählung in der Ewigkeit, wo Gott mich erwählt hat. Hier, wo er mich berufen hat. Hier, wo er mich erleuchtet hat. Das ist alles hier. Geschieht durch das gnädige Wort und des Heiligen Geistes. Und dann kommt Bekehrung. Aber nach der Bekehrung kommt die Eingliederung in die Gemeinde. Und da kommt die Zurüstung in der Gemeinde und dann kommt der Dienst. Das ist das. Ja. Wie viele Gemeindeglieder sind aufgenommen worden und dahin geführt worden, dass sie sich klar werden, Gott hat einen Zweck und das ist mein Zweck, das Zweck. Dieses meint Jünger zu machen. Mache sie zu Jüngern. Mache sie zu Jüngern. Ja, dann müssen wir auch selber mal Jünger werden. In Wirklichkeit, das ist unser ganzes Leben lang. Ich würde mich nie vorgeben, dass ich würde sagen, nein, ich würde sagen mit dem Apostel Paulus, nicht, was ich schon ergriffen habe. Nein, aber ich sage nach. Also wer ist nun ein Jünger, der vollkommen ist, nein, der auf dieser Bahn ist. Auf dieser Bahn. Da wollen wir die Menschen. Das ist der Missionszweck, das Missionsziel. Also wir sind nicht nur in dieser Welt, Leute zu bekehren, sondern Leute zu Jüngern zu machen. Das ist der große Zweck. Nun weiß ich, wir sind nicht alle gleich geschickt in dieser Sache. Das weiß ich sehr gut. Ich weiß wohl, dass manche ein viel größeres Geschick haben, Begabung, gnädige, göttliche Begabung haben, einen Menschen zur Entscheidung zu führen, als andere. Ich weiß aber auch dieses, dass andere eine wunderbare Gnade haben, Menschenkinder anzuleiten und weiterzuführen und weiterzuführen, weiterzuführen. Das heißt, zu Jüngern zu machen. Und wenn diese beiden sich ergänzen, das ist ein wunderbares Team. Also, meine Brüder und Schwestern, hier ist unser Missionsziel. Machet zu Jüngern. Machet zu Jüngern. Es ist nun 8:20 und wir schließen. Wir beten. Unser Gott und Vater, wir beugen uns vor dir und danken dir, dass du an uns ein gutes Werk hast angefangen. Du wirst es auch vollenden. Hilf uns, Herr, damit wir wahre Jünger Jesu sein möchten, die immer weiter hineinwachsen in das Ebenbild unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. So hilf uns, damit wir wirklich uns lehren lassen durch deine Boten, durch dein Wort,
durch deinen Heiligen Geist und weitergeführt werden in unserem Glaubensleben. Und dir soll die Ehre sein, und wir bitten es um Jesu Namen. Amen.